Hallo und willkommen zur letzten Folge unserer BFA 306-Reihe. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch werden feststellen, dass ich mich ja schon nach den letzten beiden Folgen bei euch verabschiedet hatte. Wir machen trotzdem noch eine Folge, diesmal die letzte vielleicht. Und zwar hat das einen ganz einfachen Grund. Es gab sehr viele treue Zuschauer. An der Stelle möchte ich mich dafür nochmal bedanken, dass ihr so am Ball geblieben seid und so gerne zugeschaut habt. Aber es sind natürlich auch einige Fragen aufgetreten. Und die wichtigsten und vielleicht auch ein paar weniger wichtige Fragen, die wollten wir heute nochmal aufgreifen und beantworten. Ist es ohne weiteres möglich, diesen Motor eingetragen zu bekommen? Ein ganz klares Nein. Wir arbeiten dran, das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Aktuell ist es nicht ohne weiteres möglich. Es ist so möglich wie mit jedem anderen Tuningteil auch, aber nicht ohne weiteres. Ist euer Roller legal? Ja, der ist legal. Das war allerdings auch nicht einfach. Vom ersten Moment des Projektes an habe ich den TÜV-Prüfer, den Prüfingenieur meines Vertrauens in das Projekt eingeweiht, habe ihm erzählt, was ich vorhabe, habe mir Beschimpfungen angehört und habe dann aber noch bevor ich irgendwas montiert habe, ihm die Teile vorgestellt, habe ihm das Gesamtkonzept erklärt und habe dann in Absprache mit ihm alles aufgebaut und immer wieder Rücksprache gehalten. Ihr werdet ja festgestellt haben, oder ich habe es euch ja auch vorgestellt, dass wir hier ein besonderes Fahrwerk verbaut haben, ein verbessertes Fahrwerk. Auch da mussten wir zwischenzeitlich ändern, weil es dem Prüfingenieur wichtig war, dass wir nur Teile verbauen, die auch ein E-Prüfzeichen haben, aber es sollten trotzdem natürlich bessere Teile sein als Original. Ein wichtiges Glied in dieser Kette waren natürlich auch die Reifen. Ich habe jetzt Reifen verwendet mit dem Geschwindigkeitsindex P, das bedeutet bis 150 km/h. 140 km/h habe ich eingetragen, also diese Reifen reichen aus dafür. Das ist, in meinem Fall sind das jetzt hier Mitas-Reifen gewesen. Wir haben aber auch SIP-Eigenprodukte, die auch diesen Index P haben. Und ja, damit war es dann möglich, auch mit höheren Geschwindigkeiten legal unterwegs zu sein. Ja, habe ich ja auf dem Nürburgring gemacht. Hat auch ganz gut geklappt. Nein, mal ernsthaft, also dieses Einfahren, das ist schon etwas, was sicherlich nicht schlecht ist. Allerdings muss man sagen, bei modernen, nickelbeschichteten Aluminiumzylindern ist es nicht mehr ganz so wichtig wie früher mal. Diese Beschichtung der Zylinder ist sehr hart, da passiert eh nicht viel. Eher ist es so, dass sich der Kolben noch etwas an die Laufbahn anpasst, vor allem der Kolbenring etwas setzt. Aber das Einfahren ist nicht mehr so wichtig wie früher. Ich habe es die letzten 20 Jahre nicht mehr gemacht, hatte damit auch keine negativen Erfahrungen. Aber ganz am Ende muss man festhalten, wenn ihr ein Produkt kauft, ein Tuningteil kauft, wo drauf steht Einfahren, einfahren. Ich glaube, die Frage hat sich schon beantwortet danach. Ich habe weiter den Topfauspuff, den Boxauspuff verwendet. Der hatte einfach in allen Situationen genug Leistung, hat gut funktioniert und der Motor war damit sehr, sehr leicht zu fahren. Deswegen bin ich bei dem Auspuff geblieben und vor allem, der Auspuff ist ja auch TÜV abgenommen und eingetragen. Das war eine Messung, die konnten wir leider nicht machen, weil Lautstärkemessungen sind relativ kompliziert. Wenn man sie richtig machen möchte, sollte man ein bestimmtes Prozedere einhalten, damit man auch sicher ist, dass man nur die Motorlautstärke misst und dass die Ergebnisse replizierbar sind. Das haben wir beim TÜV gemacht und da das relativ teuer und aufwendig ist, haben wir da jetzt nicht nochmal bestimmte Stufen der Schalldämmung wieder zurückgebaut. Aber während wir das gemacht haben, haben wir so ein bisschen informell hier rumgemessen in unseren 4 Wänden und es war sehr eindeutig, dass der Schall vom Vergaser, also das Ansauggeräusch, wesentlich leiser geworden ist. Ab einer gewissen Vergasergröße und Tuningstufe wird irgendwann das Ansauggeräusch lauter als der Auspuff und das konnte man durch die Backendämmung doch sehr stark reduzieren und hat diesen Effekt, dass das alles übertönt, eigentlich wegbekommen. Diese Messung, ich will da jetzt keine absoluten Werte sagen, nur so viel.
3 Dezibel entspricht ungefähr einer Halbierung der Schallintensität. Und wir haben mehr als diese 3 Dezibel auf der Ansauggeräuschseite mit dieser Dämmung herunterbekommen. Aber wie gesagt, das sind Angaben, die ganz ohne Gewähr sind. Und zwar habe ich da die Steuerzeiten gemessen und die Quetschspalte gemessen. Und da werde ich gefragt, ob das denn nötig ist, warum ich das denn alles betreibe, ob das eine so starke Serienstreuung gäbe bei den Komponenten, dass man das machen müsste. Nein, das war nicht der Grund. Der Grund war erstmal dieses Prozedere für das Video zu zeigen. Und natürlich auch in dem Video zu demonstrieren, dass sich diese BFA-Zylinder an die vorgegebenen Steuerzeiten sehr gut halten, also die Serienstreuung sehr gering ist. In der Praxis reicht es eigentlich aus, die Quetschspalte oben zu messen. Und da gibt es natürlich eine gewisse Streuung. Es ist für diese Quetschspalte sind mindestens 5 verschiedene Teile im Motor zuständig. Und wenn da irgendwo nur eine kleine Abweichung ist, hat man im Zehntelbereich Abweichungen da oben. Deswegen lohnt es sich, das zu messen. Deswegen sind bei den meisten Hightech-Zylindern heutzutage Fußdichtungen mit unterschiedlicher Stärke dabei, die im Zehntel-Millimeter-Bereich sich unterscheiden. So auch bei unseren BFA 306-Zylindern. Und damit kann man dann auf das letzte Zehntel genau die Quetschspalte einstellen. Das wollte ich demonstrieren und euch zeigen. Dann gibt es einen Kommentar, ein ehrlicher Test, weiter so. Und der bringt mich eigentlich auch zu einem anderen Frageblock, den wir hatten. Und zwar, wie verhält es sich denn mit der Leistung jetzt nach so vielen Kilometern? Also nach Nürburgring, nach SIP-Tour und so weiter, hat der Motor denn noch diese Leistung? Und wir wollen uns natürlich weiter bemühen, das hier ehrlich zu zeigen. Also nehme ich den Roller mal und gehe dort rüber in den Leistungsprüfstandsraum. Und da können wir mal nachschauen, ob noch die Leistung von vor der Tour vorhanden ist. So, wo man jetzt gerade hier den Tank sieht, da fällt mir ein, dass wir dazu auch eine Frage hatten, nämlich ob das jetzt ein Eigenbau ist oder ob es den auch zu kaufen gibt. Den gibt es leider noch nicht zu kaufen, den wird es aber bald zu kaufen geben. Das ist ein Prototyp von der Firma PLC und wir haben den schon bestellt. Der wird in besserer Form, als ich den jetzt hier verbaut habe, bald bei uns zu kaufen sein. So, ich habe hier schon mal einen Graphen, eine Kurve aufgerufen und zwar, was ist das jetzt? Das ist super. Hier kann man es in jedem Fall richtig sehen. Also das ist eine Kurve, die ich vor dem Nürburgring gefahren habe und seitdem bin ich halt die Tour gefahren, bin den Nürburgring gefahren, den Harzring gefahren, zur Arbeit gefahren im Alltag und jetzt wollen wir gleich mal nachschauen, was davon noch übrig ist. Also, die blaue Kurve ist von heute und ihr seht, dass tatsächlich ein halbes PS weniger angezeigt wird. Ärgerlich, weil ehrlich gesagt, ich habe schon mal vor ein paar Tagen getestet, da war es exakt die gleiche Leistung. Aber das ist von heute. Ja, blau ist vor dem ganzen Kram, rot ist von heute und das hier war das Grüne war vor ein paar Tagen. Also woher es jetzt kommt, keine Ahnung. Bisschen hin und her verschoben, das liegt in der Messtoleranz. Aber ich kann nichts Negatives erkennen. Also baue ich wieder zusammen und fahre so weiter und freue mich, dass er seine Leistung noch hat. Und damit bleibt nur noch eine Frage unbeantwortet, nämlich die Frage aller Fragen, die mir immer wieder gestellt wird von Zuschauern und von Kunden. Braucht man sowas? Braucht man einen 300 Kubik Motor nach modernster Zweitaktmachtart, der unglaubliche Leistungen für alte Motorroller rauskitzelt, 40 PS, 50 PS, wenn man will noch viel mehr, 60 PS, 70 PS. Wer zur Hölle braucht das? Oder brauche ich das? Brauche ich das für meinen Alltag? Und die Antwort auf diese Frage ist ganz klar, nein, das braucht keine Sau.
Das braucht wirklich keine Sau. Keine Sau braucht irgendwie einen getunten Motor in einem alten Motorroller. Generell nicht. Totaler Quatsch. Wenn es euch wichtig ist, zu wissen, was man wirklich braucht, dann habe ich heute für euch die richtige Antwort dabei. Und zwar ist es dieser Roller. Er hat alles, was man braucht. Er ist sparsam, er ist sogar ein Viertakter, er ist günstig in der Anschaffung, günstig im Spritverbrauch, viel günstiger in der Versicherung als natürlich so ein 300 Kubik Modell. Steuer sowieso, ist ja eine 50er. Er hat sogar hier, da so eine Scheibenbremse ist da irgendwie verbaut und hier sind so Rennstreifen drauf und sowas. Alles dabei, was man braucht. Hier hinten so ein Jet-Tankverschluss, haben wir uns in den 90er Jahren total gerne in die PX gefriemelt. All you need. Wenn das euer Motto ist das der richtige Roller. Im Gegensatz zum BFA. Der BFA verbraucht mehr als eine originale 200er, schon mal ziemlich ungünstig. Dann ist es natürlich ein bisschen teuer in der Anschaffung, dann muss der ganze Kram irgendwie eingetragen werden. Braucht kein Mensch. Aber ganz ehrlich, für mein Leben ist das da tausendmal geiler und ich bleibe dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Liked den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Natürlich sieht es immer nach dem Schnitt einfacher aus, als es hier wirklich in der Werkstatt abläuft. Also das gebe ich gern zu. Wir haben natürlich wesentlich mehr Zeit gebraucht und wesentlich mehr Nerven von mir und auch von Robert verbraucht während dieses Videos, als im Video später zu sehen ist. Aber, und das ist mir wirklich wichtig, das, was wir zeigen, das funktioniert auch so. Also wir denken uns hier jetzt keinen Unfug aus oder zeigen Probleme, die es nicht gibt, weil das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja zeigen, oder wir wollten ja zeigen, wie man diesen Motor zusammenbaut. Das war die ursprüngliche Intention und dann macht es ja keinen Sinn, wenn wir irgendetwas zeigen, was so gar nicht ist. Das wäre ja Quatsch. Machen wir auch nicht. Wollte ich nochmal darauf aufmerksam machen.